Juna hat wieder das Nähzimmer freigegeben. Los geht's! Das Material und die Maße im Überblick. Für unser neues Halsband brauchen wir Volumenvlies, einen D-Ring, einen Schnellverschluss, den Futterstoff und ein robustes Gurtband. Heute zaubern wir daraus ein sicheres und bequemes Halsband für euren Hund. Wir starten unser Projekt mit dem Volumenvlies. Achtet dabei unbedingt darauf, dass die Klebeseite auf den Stoff gelegt wird. Diese erkennt ihr an ihrer raueren, festeren Oberfläche, wenn ihr mit dem Finger darüber streicht. Bitte passt auf, dass ihr diese Klebeseite nicht direkt mit dem Bügeleisen berührt. Das könnte euer Bügeleisen beschädigen. Nach dem Bügeln ist das Vlies fest mit dem Stoff verbunden. Das gibt später mehr Stabilität. Jetzt klappen wir die kurzen Seiten ein. Bei mir sind es jeweils 1 cm Nahtzugabe. Dann absteppen mit einem Geradstich. Auch die langen Seiten bekommen die gleiche Behandlung. 1 cm umschlagen und mit einem Geradstich festnähen. So sieht der vorbereitete Futterstoff jetzt aus. Schön stabil und sauber vernäht. Beim Gurtband bitte daran denken, Halsumfang plus mindestens 10 cm Nahtzugabe einplanen. Das hier sind die Enden, die müssen wir mit Feuer kurz versiegeln, damit sie nicht ausfransen. Vor dem Annähen unbedingt prüfen, ob der Schnellverschluss auch wirklich sicher schließt. Lieber einmal mehr kontrollieren. Links das männliche Ende vom Verschluss und rechts das weibliche. Jetzt befestigen wir den Verschluss am Halsband. Auf der linken Seite ziehe ich das Steckteil auf und fixiere es mit einem Wonderclip. Danach fädel ich den D-Ring über die noch offene Seite des Gurtbandes und sichere abschließend das Klickteil auf der rechten Seite ebenfalls mit einem Wonderclip. Hier nochmal die Länge mit einem flexiblen Maßband prüfen, damit das Halsband später nicht zu eng sitzt. Denkt daran, dass das Futter noch etwas aufträgt. Rechnet hier ungefähr 0,8 bis 1 cm extra hinzu. Falls ihr eine dekorative Variante nähen wollt, schaut gerne in mein Video Hundehalsband selbst nähen, einfach und schnell. Jetzt sichern wir die Enden. Das Steckteil auf der linken Seite mit einem Rechteck und einem Kreuz in der Mitte und das Klickteil auf der rechten Seite knappkantig mit einem Geradstich. Damit der D-Ring später nicht gegen den Verschluss knallt, setzen wir hier noch eine zweite Naht. Danach sitzt der D-Ring schön stabil. Jetzt wird er zusätzlich mit einem Rechteck plus Kreuz gesichert. Je knapper ihr am D-Ring näht, desto weniger klappt er später beim Tragen um. Bevor wir jetzt den Futterstoff mit dem Gurtband zusammensetzen, noch ein kurzer Tipp. Achtet unbedingt auf eure Garnfarben. Ich habe hier zum Beispiel weißen Oberfaden gewählt, passend zum weißen Gurtband, und schwarzen Unterfaden, weil mein Futterstoff schwarz ist. So wirkt die Naht später sauberer. Nun kombinieren wir Futterstoff und Gurtband. Achtet unbedingt darauf, dass die Nahtzugaben schön unter dem Futter verschwinden, damit später nichts drückt oder scheuert. Ich sichere alles mit Wonderclips. Mit einem Geradstich wird das Ganze knappkantig rundherum abgesteppt. Das sorgt für eine saubere Optik und einen guten Sitz. Und schon sind wir fertig. Das neue Halsband ist stabil, hübsch und startklar für den nächsten Spaziergang. Ich bin wirklich happy, wie das neue Halsband an Juna sitzt. Sie scheint es auch zu mögen. Wie gefallen euch die Farben? Würdet ihr andere Stoffkombinationen ausprobieren? Schreibt mir unbedingt in die Kommentare. Ich liebe eure Ideen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr Lust habt auf noch mehr Do-it-yourself für Hunde, dann lasst gerne ein Abo da. Juna schickt euch ein Pfoten-High-Five und ich eine Portion kreative Energie obendrauf. Vergesst nicht, euren Vierbeinern heute eine kleine Freude zu machen. Bis bald, bleibt inspiriert und habt Spaß beim Nähen.